Ich wollte schon guten Morgen sagen, aber irgendwie ist ja guten Abend. Mein Mikro hat heute kläglich versagt, deswegen habe ich kein richtiges Intro gemacht. Aber das macht ja nichts, das hole ich jetzt nach. Ich befinde mich kurz vor meinem Abendessen. Aber ich habe auch schon ganz viel gefrühstückt, beziehungsweise ich habe auch schon ganz schön viel vorher gegessen. So viel ist es nicht, das ist wirklich übertrieben. Ich habe mir heute zum Frühstück 2 Eier gegessen und einen Apfel, weil ich zack, zack los musste und einfach keine Zeit hatte, mir was Ordentliches zu machen. Und deswegen gab es für mich heute Morgen einfach den Apfel und die Eier, weil es ganz schnell ging. Ich musste schnell was essen, es war da, es war perfekt für mich. Ich hatte aber natürlich da noch einen riesen Hunger. Also jetzt so, als ich quasi los musste, für die erste Strecke war es gut. Aber als ich nach Hause gekommen bin oder als ich wieder zurückgekommen bin, habe ich einfach gemerkt, ich habe Hunger, ich brauche was zu essen. Es hat sich aber da noch ein bisschen hingezogen, bis ich mein Mittagessen gegessen habe. Und was ich zum Mittag gegessen habe, das zeige ich euch jetzt. Das ist jetzt mein Mittagessen. Für mich gibt es hier 300 Gramm Fenchel mit 10 Gramm Olivenöl und 10 Gramm Sojasauce Sweet and Spicy. Die esse ich total gerne. Dann habe ich hier 32 Gramm Maiswaffeln, die ich auch genießen werde, wahrscheinlich nur mit Salz. Und dann einmal Tofu, beziehungsweise zweimal Tofu. Das sind 160 Gramm von meinem Lieblingstofu. Der ist schon vorfrittiert. Ich weiß aber gerade nicht, wie der heißt. Ich glaube Asia-Style, Tukan-Tofu Asia-Style. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall werde ich das jetzt alles genießen und ich bin sehr dankbar für den Tofu, weil der hat mindestens 30 Gramm Eiweiß und ich brauche definitiv heute noch Eiweiß, beziehungsweise ich habe heute noch nicht so viel Eiweiß gegessen. Jetzt befinde ich mich kurz vor meinem Abendessen. Ich freue mich drauf. Ich habe einen riesengroßen Hunger und ich bin heute voll früh dran. Wir haben 19:19 Uhr. Wir kochen jetzt was und ich bin total happy, dass es heute einfach mal ein bisschen früher ist. Ich habe nämlich heute sportfrei. Und deswegen genieße ich jetzt einfach meinen freien Abend. Und ich zeige euch jetzt erstmal, was ich mir zum Abendessen mache. Und es wird heute wieder gefrostet. Heute gibt es mal Nudeln für mich. Also es war nichts anderes da, deswegen gibt es hier Nudeln für mich. Ich bin super happy im Moment mit Froster. Das habe ich jetzt schon 1000-mal gesagt, weil ich nicht nachdenken muss, weil ich nicht dann bestelle, wenn ich es da habe. Und weil man es perfekt tracken kann und weil es halt keine Aromastoffe oder Geschmacksverstärker oder so drin hat. Und da muss ich immer ein bisschen drauf achten, weil ich ja Allergikerin bin. Auf jeden Fall gibt es für mich heute das hier. Ich freue mich drauf. Ich habe jetzt nicht so, also ich weiß, dass ich es mag, aber ich bin dann immer so ein bisschen, man muss immer so ein bisschen aufpassen, dass die Nudeln dann nicht zu weich werden. Und ich bin definitiv der Al dente-Typ. Deswegen esse ich eigentlich selten Nudeln in TK-Gerichten. Ich blende mir aber das dann oft aus, beziehungsweise ich versuche dann wirklich darauf zu achten, dass sie noch knackig sind. Ja, für mich gibt es hier noch 130 Gramm Spinat mit dazu, da hatte ich jetzt Bock drauf, und ca. 320 Gramm TK-Brokkoli, den hat mein Liebster mir schon aufgetaut. Ich musste hier gar nichts machen, der hat hier die ganze Repräsentation vorbereitet, also die Pfanne quasi. Auf jeden Fall werde ich das jetzt einfach anfangen zu brutzeln. Ich werde es mir noch ein bisschen nachwürzen. Ich glaube aber nicht viel. Im Moment bin ich ja eher so auf Keep it small and simple. Und dann zeige ich euch gleich mein Endergebnis. Mein Abendessen ist fertig. Ich freue mich drauf, das jetzt gleich zu genießen. Das sieht doch total lecker aus. Es ist auch total lecker. Ich habe schon den Löffel abgelutscht. Mit dem Spinat noch dabei. Das ist wirklich eine gute Kombi. Es schmeckt richtig gut. Ich habe mir da noch ganz viel Sichuan-Pfeffer drüber gemacht. Ich habe erst den roten Kampot-Pfeffer gegriffen, aber dann hatte ich irgendwie Bock auf diese zitronige Note von dem Sichuan-Pfeffer und habe gedacht, es passt ganz gut. Es passt auch ganz gut. Ich bin auf jeden Fall total happy. Ich habe noch Knoblauch mit dran gemacht. Natürlich habe ich Knoblauch mit dran gemacht. Und dann habe ich mir hier noch von dem Olivenöl, geht jetzt langsam dem Ende zu, noch 11 Gramm drüber gemacht. Und ich freue mich, also ich habe heute gut mit dem Öl gearbeitet. Ich bin richtig happy. Also ich habe nicht nur Butter gegessen, ich habe auch Olivenöl gegessen. Ich habe gar keine Butter gegessen. Mein Gott, das ist ja Premiere irgendwie so nach langer Zeit. Ja, auf jeden Fall gibt es für mich jetzt hier mein Abendessen. Ich freue mich drauf, das zu genießen. Und die Nudeln sind auch noch, also sagen wir, die Nudeln sind nicht zu weich. Ich kann sie gut essen und ich werde sie jetzt genießen und dann sehen wir uns jetzt gleich. Mein Abendessen war super lecker. Also ich war wirklich erstaunt, dass es so gut geschmeckt hat. Mit den Nudeln war super und die Kombi, das schmeckt wirklich anders als das Nasi Goreng, also definitiv. Es hat mir richtig gut geschmeckt. Das war heute auch genau das Richtige. Ich habe eigentlich überlegt, komm, haust du selber Gemüse in die Pfanne, aber ich war dann zu faul zum Schnibbeln, beziehungsweise ich habe die ganze Zeit, ich will meine Möhren in Orangensaft dünsten und ich habe da irgendwie nicht so die Lust zu. Aber es geht eigentlich in 3 Sekunden. Es dauert wahrscheinlich, gut, es dauert ein bisschen länger, aber es dauert wahrscheinlich genauso lange. Da drücke ich mich ein bisschen vor. Heute
Heute musste ich keinen Sport machen, es war sportfrei und ich habe es total genossen, dass ich mich jetzt irgendwie nicht zusätzlich mich bewegen musste. Ich war einfach froh, dass ich jetzt hier entspannt nach Hause kommen konnte, dass mal alles schon erledigt ist. Ich habe mir überlegt, dass ich vielleicht doch morgens Sport mache, aber dann muss ich meinen Rhythmus ein bisschen verschieben und deswegen weiß ich nicht genau, ob ich das so umsetze. Wäre aber cool, weil es einfach schön ist, abends die Luft zu haben. Und dann hat man den Tag über schon den Nachbrenneffekt. Und das sind genau die Diätsachen, die ich nicht mehr umsetzen will, beziehungsweise von denen ich mich lösen will, weil wenn ich quasi an diese Regeln denke, werde ich zu perfektionistisch darin. Und deswegen will ich einfach frei davon sein. Aber es wäre schon praktisch, wenn ich morgens meinen Sport machen würde. Ich habe meine Schritte voll. Ich bin in der Wohnung noch hin und her gedüst. Also ich hatte eigentlich nicht mehr so viele Schritte vor mir. Ich habe, glaube ich, jetzt über 8.000 oder knapp unter 8.000. Ich habe mich nach dem Abendessen einfach noch ein bisschen bewegt, weil so viel Zeit war und ich hatte da jetzt Lust zu, noch ein bisschen hin und her zu gehen, in der Wohnung natürlich. Und das habe ich total genossen. Irgendwie bin ich heute so ein bisschen motivierter. Ich bin gut gelaunt und es fühlt sich alles etwas leichter an bei mir. Und das habe ich in Schritten umgesetzt. Das tat mir gut. Das macht dann auch manchmal noch so den Kopf frei, wenn man so 20 Minuten am Stück hin und her geht und einfach nur mit sich und seinen Gedanken ist. Mein Tag war super. Also ich bin ein bisschen früher aufgestanden als sonst, nicht wesentlich. Und es war so cool, weil ich dann halt in einem ein bisschen früher war. Und das hat mir heute wirklich Zeit geschenkt. Also es war ein guter Tag. Ich habe Sachen für mich gut umgesetzt. Ich habe Sachen verantwortungsbewusst für mich entschieden. Ich habe mich aus der Schusslinie rausgeholt, weil hätte ich noch so viele Videos nachdrehen müssen und schneiden. Und das ist für mich momentan so ein Teufelskreis, da komme ich nicht hinterher. Und ich habe mich heute dazu entschieden, es einfach nicht nachzuarbeiten, sondern einfach, dann ist halt Pause. Ich mache das hier für mich und ich mache hier die Vorgaben quasi und dann muss ich auch mal mit der Faust auf den Tisch hauen, wenn ich es nicht schaffe, hinterherzukommen, weil ich will mich nicht schlecht fühlen und ich fange dann an, mich schlecht zu fühlen. Und das ist jetzt auch nicht Sinn und Zweck der Sache, sondern ich will es schon für mich gut umgesetzt bekommen und ich will mich gut dabei fühlen, weil es mir Spaß macht. Und da war ich heute total happy, dass ich mich so entschieden habe, wie ich mich entschieden habe. Und meine Arbeit hat auch heute gefluppt, es hat alles irgendwie funktioniert und es war ein leichter Tag. Es war wirklich ein leichter Tag und ich bin sehr dankbar, dass er so leicht war, weil es ein schöner Tag war. Ich habe jetzt schon richtig lange nicht mehr meine Atemübungen gemacht. Die sind mir eigentlich sehr wichtig und ich hatte einfach keine Motivation oder keinen Bock. Also ich habe mich da nicht so nachgefühlt und heute Morgen habe ich sie gemacht und es hat mir richtig gut getan. Normalerweise gucke ich immer, dass ich so auf eine halbe Stunde komme. Jetzt war ich knapp über 20 Minuten und war total entspannt damit. Und ich habe mir gedacht, nee, du musst jetzt auch darin nicht immer so perfektionistisch sein. Mach deine 20 Minuten, das kriegst du zeitmäßig von deinem Rhythmus her super gemanagt und dann hängst du nicht so hinterher, weil 10 Minuten sind schon ein Unterschied. Also, wenn die Zeit knapp ist. Aber ich habe es durchgezogen. Ich bin irgendwie dankbar. Es hat mir so gut getan wieder. Und dann denke ich mir danach immer, warum machst du es nicht jeden Tag? Warum kommst du dann da manchmal so von weg? Weil ich merke einfach, dass ich dadurch schon in meine Mitte komme. Auch jetzt, ich habe jetzt 3 oder 4 Tage meine Atemübung nicht gemacht. Und auch dann wieder nach den 3 oder 4 Tagen merke ich einfach total krass, wie gut mir das tut. Und deswegen habe ich mir jetzt vorgenommen, dass ich diese Woche meine Atemübung durchziehe. Also ich mache mir auch da jetzt einfach kleine Ziele. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich diesen Tag so gut gewuppt habe. Heute ist jetzt essensmäßig nichts Special-mäßiges passiert. Ich habe getrackt und es hat super funktioniert. Im Moment habe ich wirklich das Gefühl, ich habe wieder so die Zügel in der Hand. Wenn ich Hunger habe, habe ich mir jetzt vorgenommen, auch wenn ich abends irgendwie, bevor ich ins Bett gehe, wenn ich noch einen großen Hunger habe, dann trinke ich mir einen Shake. Also von der Bilanz, die ich mir ausgerechnet habe, passt das alles so. Aber wenn ich dann reinkomme, habe ich dann meistens noch am Ende des Tages Hunger. Und dann habe ich mich dazu entschieden, dass ich dann halt mir einfach einen Eiweißshake trinke. Und seitdem hatte ich abends keinen Hunger mehr. Aber das wäre jetzt meine Notfalllösung, beziehungsweise wäre noch ganz gut für meinen Körper, weil ich dann ein bisschen meine Eiweißportion hochgepusht bekomme. Die liegt immer so zwischen 70 und 100 Gramm. Und ich würde die gerne so um die 90 Gramm haben. Ja. Fände ich für mich perfekt. Ich werde jetzt entspannt ins Bett hüpfen und es ist auch mal schön, wenn der Tag nicht so ereignisreich war, wenn er einfach nur sich entspannt verleben ließ. Also ich bin diesem Tag heute sehr dankbar. Es war ein guter Tag in meinem Leben und ich freue mich jetzt aber auch sehr auf den nächsten Tag. Ich bin aber auch dankbar für die Zyklusphase, die ich gerade habe. Es ist alles so easy und ich schwebe so und ich wünschte, das wäre immer so. Aber es gehört halt auch dazu. Es kann nicht immer nur so easy und schön und schwebend sein. Es gehört alles dazu. Aber jetzt genieße ich es gerade total, weil gerade meine letzte PMS-Phase, die war
Die war wirklich anstrengend. Wenn ich da jetzt noch dran denke, die war wirklich anstrengend und ich bin froh, dass sie vorbei ist. Umso glücklicher bin ich, dass ich jetzt so entspannt bin. Ich hüpfe jetzt glücklich und zufrieden ins Bett. Ich sage dem Tag jetzt Ciao. Wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen.